Ihr möchtet mal wieder so richtig im Wald stehen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können? Da kann ich helfen. In dieser kleinen Videoserie zeige ich euch, wie man mit einfachen Mitteln und etwas Geduld diese bewaldeten Geländestücke mitsamt der Bäume von Grund auf selbst bauen kann. Und dabei zeige ich auch verschiedene Varianten in der Vorgehensweise, mit ihren Vor- und Nachteilen. Ich selbst habe da bereits klare Favoriten für mich entdeckt. Wenn ihr auch so coole Waldbases haben wollt, bleibt dran. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. That's Fez! Was wären Waldbases ohne Bäume? Genau, irgendwie ziemlich leer. Also stellt sich die Frage, woher bekommen wir die oder wie bauen wir die am besten selbst? Die einfachste Variante, und der Vollständigkeit halber erwähne ich diese zuerst, ist der Blick in ein verwandtes Hobby, den Modelleisenbahnbau. Da gibt es natürlich von diversen Herstellern schon fertige Modellbäume in allen möglichen Größen und Detailstufen. Manche davon sehen auch echt okay aus. Und dann schaut man auf den Preis und denkt sich, aua, ich brauche ja mal so 10 Stück oder mehr. Das Geld investiere ich dann doch lieber in eine andere Form von Plastik. Andere Modellbäume dagegen, naja, brutal hässlich bis hin zu abstoßend trifft's ganz gut. Eine kurze Suche bei einem bekannten Online-Versand zeigt dann noch ganz andere Abgründe. Grün bemalte Klobürsten, die ernsthaft als Modellbäume verkauft werden? Mutig. Aber hey, selbst aus Klobürsten lassen sich mit etwas Mühe Bäume bauen, die gar nicht mal so furchtbar aussehen. Aber einfach nur kaufen wäre ja viel zu langweilig. Hässliche Bäume? Ha, das kann ich auch selbst. Damit kommen wir zur zweiten Variante. Sogenannte Baumrohlinge aus Plastik. Plastic Armatures. Im Prinzip sind das Plastikgerüste, Plastikskelette in Baumform. Die kauft man dann in so einer größeren Packung, biegt sie in Form und gestaltet den Rest dann selbst. Vorteil, man kriegt hier gleich viel mehr Bäumchen auf einmal und mit etwas Arbeit werden die auch richtig brauchbar. Die Baumrohlinge kommen erstmal ziemlich glatt aus der Packung. Also biege und drehe ich den Stamm und die Äste ein bisschen in Form. Es gibt da auch keine festen Regeln. Man muss auch nicht super präzise arbeiten. Wichtig ist nur, dass es am Ende einigermaßen natürlich wirkt. Das heißt, ich schaue, dass die Äste in verschiedene Richtungen gehen und nicht alles nur auf einer Seite hängt. Hier ein bisschen drehen, da etwas auseinanderziehen, vielleicht auch mal einfach einen Ast abknipsen. Und so entsteht dann nach und nach eine unregelmäßige und dadurch lebendigere Form. Bei den Bäumen sind auch so kleine Mini-Bases dabei. Die kann man natürlich auch weglassen und die Bäume dann direkt auf größere Geländestücke anbringen. Ich verwende die aber und integriere diese Mini-Bases dann einfach später in die größeren Waldgeländestücke. Am Stamm schneide ich hier und da mit dem Bastelmesser dann vorsichtig noch ein paar Hubbel und Unebenheiten weg. Und der Stamm selbst ist auch schon rindenartig modelliert. Da braucht man meines Erachtens jetzt auch nicht viel mehr dran machen. Das passt soweit. Ja, und damit hätten wir jetzt schon ein paar fertig gedrehte Baumrohlinge. Für die dritte Variante brauchen wir Draht, zum Beispiel Blumendraht, und einen Seitenschneider. Hier aber lieber ein etwas robusteres Werkzeug nehmen und nicht die feinen Modellbauseitenschneider. Mit dem Draht können wir dann Baumgrundgerüste komplett selbst formen, ohne auf fertige Plastikrohlinge zurückgreifen zu müssen. Hier mal ein Beispiel, das ich testweise vorbereitet habe. Der Draht allein ist natürlich nur das nackte Skelett eines Baums und das würde ziemlich dürr aussehen. Deshalb braucht man noch etwas, das wie Rinde wirkt. Da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten und bei diesem Gestell hier habe ich es mit der Serviertentechnik versucht, also kleine Serviettenfetzen, Klopapier geht natürlich auch, in Bastelei mit etwas Wasser tunken und dann Schicht für Schicht um diesen Draht wickeln. Diese Technik ist zwar nicht grundsätzlich schlecht, habe ich auch schon mal für meine Grater benutzt, blende ich mal hier noch ein, aber bei diesem Drahtbaum war das echt übel. Egal ob mit oder ohne Handschuhe, eine absolut brutale, klebrige Sauerei. Und dazu hatte ich einfach auch überhaupt keine Geduld. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Zum Glück gibt es davon auch keine Video- und Tonaufnahmen mehr. Immerhin, einen Baum habe ich so vorbereitet. Später zeige ich euch aber noch eine viel einfachere Methode, um dem Stamm etwas Struktur zu geben. Um das Gerüst biegen zu können, wickeln wir erstmal etwas Draht ab. Für den Baum möchte ich ungefähr 15 cm als Länge. In der Natur sind Bäume natürlich nicht alle gleich groß. Hier kann man also auch wunderbar variieren. Das ist zum Beispiel auch bei den zuvor gezeigten Plastikgerüsten auch der Fall. Die sind nicht alle gleich groß. Mit einem Lineal wickele ich also nach und nach so 15 cm lange Stränge ab. Biege diese dann jeweils am Ende um
und danach wickele ich den nächsten Strang ab. Insgesamt waren das dann so 20 bis 24 Stränge. Eine gerade Anzahl ist später für die Aufteilung der Äste von Vorteil, aber auch kein unbedingtes Muss. Am Ende sieht das dann ungefähr so aus. Man hat dann so ein Drahtbündel. Wichtig ist dann noch das Verhältnis zwischen Stamm und Geäst. In der Natur gibt es da natürlich Unterschiede, aber als grobe Annahme kann man sagen, 1/3 des Baums ist Stamm ohne Geäst und bei den oberen 2/3 verzweigen sich dann die Äste. Bei 15 cm Gesamtlänge wären das also etwa 5 cm Stamm unten. Diese Stelle habe ich dann auch abgemessen und dort die Drähte schon mal ineinander verdreht. Am oberen Ende des Baumes schneide ich dann diese Drahtschlaufen auf. Dann entstehen dadurch einzelne Stränge und aus denen können wir dann später eben die Äste biegen. Die Schlaufen am unteren Ende können einfach so mal als Wurzeln zusammenbleiben, geben dem Ganzen auch erstmal noch ein bisschen mehr Stabilität. Um Äste zu formen, habe ich das große Bündel zunächst grob in 3 kleinere Gruppen mit ungefähr gleicher Anzahl an Drähten aufgeteilt. Dann habe ich unten angefangen und immer wieder ein paar Drähte abgezweigt, zu einem Ast zusammengedreht, auf halber Länge, dann die Anzahl der Drähte wieder aufgeteilt, weitere kleinere Äste daraus geformt, ineinander verdreht, wieder die Anzahl halbiert und so weiter und so fort. Und so verzweigt sich der Baum dann nach und nach. Das klingt jetzt natürlich auch sehr systematisch, ist es aber in der Praxis nicht. Das Ganze lebt natürlich auch von der Unregelmäßigkeit. Die Natur lebt von der Unregelmäßigkeit. Also bringt da bloß nicht zu viel Ordnung rein. Das mit der geraden Anzahl pro Strang, das ist eine kleine Hilfe. Ja, man kann 8 Drähte abzweigen, die ineinander verdrehen, dann aufteilen in 2 Viererstränge, die wieder verdrehen. Und dann hat man halt 4 Zweierstränge und so weiter und so fort. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber das Ganze soll natürlich dann auch nicht einfach nach dem astreinen, systematischen Baum aussehen, bei dem alles gleich ist und alles identisch ist. Das wird einfach, also das ist ja dann auch nicht natürlich. Das sieht man dann. Nehmt also immer wieder einfach ein paar Drähte, verdreht die zu dem Ast, lasst weitere Stränge abzweigen und wiederholt das einfach, bis ihr eine unregelmäßige organische Form habt. Überlange Äste, also überlange Drähte, klipsen wir dann einfach mit dem Seitenschneider ab, bringen das Ganze in eine Form, die uns einigermaßen gefällt. Ja, und dann hat man sich aus Blumendraht so ein Baumgrundgerüst gebogen. Und da wir auf unseren Waldbases nicht nur einen einzelnen Baum stehen haben möchten, brauchen wir dann noch ein paar mehr Drahtbäume. Deswegen habe ich dann noch ein paar weitere zurechtgebogen und zurechtgedreht. Und bei den Waldbases werde ich es dann auch einfach so machen, dass ich teilweise einfach diese Plastikgrundgerüste benutze und teilweise die Drahtbäume und die bunt miteinander vermische, und das sieht man dann auch später auf den Waldbases gar nicht mehr so genau, also zumindest nicht auf den ersten Blick, was war ein Plastikbaum und was war ein Drahtbaum. Um dieses nackte Drahtgestell jetzt auch mehr nach einem Baum aussehen zu lassen, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten für die Rinde. Eine Möglichkeit, die ich da ausprobiert habe, man sieht es hier, ist mit Bastelleim und einfach Servierten dann so schichtweise um dieses Drahtgestell wickeln. Riesensauerei, ich habe es erzählt, mache ich nie wieder. Der Vollständigkeit halber ist es aber eine Variante, die man natürlich machen kann. Eine viel, viel einfachere Variante ist die Verwendung von Vogelsand. Wer hätte es gedacht? Einfach hier stinknormalen Vogelsand kaufen. Ein Nachteil beim Geländebau ist natürlich, man muss Unmengen an Eis verzehren, um diese Eisschalen zu haben. Die brauchen wir dann nämlich, um dann hier die Bäume mit dem Vogelsand zu verkleiden. Man kann sich natürlich beim Verzehr des Eises auch helfen lassen. Man kann es aber auch alleine auf sich nehmen und diese ganze Box alleine futtern. Es schadet auf jeden Fall nicht, viele dieser Boxen zu haben. Da fülle ich jetzt einfach den Vogelsand rein, muss auch nicht die komplette Packung rein, einfach so, dass da eine gewisse Menge drin ist, mit der wir arbeiten können. Dann mische ich mir hier einfach ein bisschen Bastelleim mit einem Schuss Wasser. Man kann theoretisch auch Holzleim nehmen, ein bisschen Wasser dazu. Das Ganze einfach dann gut umrühren.
Dieser Mörtelbottich, den ich da bei meiner Baumarktaktion gekauft habe, hat sich da jetzt auch schon bewährt dafür. Das Video könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Da bin ich einfach mal mit einem anderen Blick auch durch den Baumarkt und habe mal alles eingepackt, was im entferntesten Sinne für Tabletop oder Geländebau brauchbar wäre. Einiges hat sich davon auch schon bewährt und habe ich schon rege benutzt. Bei anderen Dingen habe ich noch ein paar Experimente vor mir. Und da wird es auch hier und da immer mal wieder Videos dazu geben. Da zeige ich euch das ein oder andere. Das kommt einfach nach und nach. Nachdem wir die Mischung jetzt halt gut durchgerührt haben, pinseln wir jetzt einfach das Drahtgestell mal hier mit ein. Es ist natürlich auch eine klebrige Angelegenheit, aber es ist weitaus weniger Sauerei, als das Ganze jetzt noch mit servierten Fetzen umwickeln zu müssen etc. Ist viel, viel besser. Und jetzt können wir nämlich einfach dieses Drahtgestell nehmen mit dem Kleber drumherum und einfach in die Box mit dem Vogelsand reinlegen, Vogelsand drüber streuen. Und durch das, dass wir ja auch verschiedene Körnungen jetzt da drin haben, beziehungsweise bei dem Vogelsand sind ja auch so Muschelreste dabei, ergibt das Ganze eben eine sehr heterogene Oberfläche, eine sehr abwechslungsreiche Oberfläche. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass einfach dieses dürre Drahtgeflecht sichtbar ist, sondern dass das Ganze ein bisschen mehr Struktur hat. Und das Ganze können wir dann auch später prima anmalen. Und ich finde einfach, das ist eine super schnelle und einfache Möglichkeit. Kann ich nur weiterempfehlen. Und natürlich kann man hierzu auch eine andere Art von Sand verwenden. Eine dritte Variante für die Baumstruktur, für die Rindenstruktur, wäre die Verwendung von so einer lufthärtenden Modellierknete oder Modelliermasse. Ist aber vielleicht dann auch eher ein bisschen Overkill. Erschien mir sehr, sehr aufwendig. Kann man dann eben um das Drahtgeflecht rumkneten und dann mit Modellierwerkzeugen dann eben die Rindenform reinritzen und reinarbeiten. Aber ich glaube, das ist dann auch eher für Dioramenbau etc. vielleicht wirklich notwendig. Hier für unser Tabletop-Gelände war mir das zu aufwendig. Aus Gründen der Vollständigkeit wollte ich die Variante trotzdem noch aufnehmen. Aber aus allen drei vorgestellten Varianten, Serviertentechnik, Vogelsand und Modelliermasse, finde ich einfach die Variante mit dem Vogelsand am schnellsten und einfachsten. Und deswegen habe ich dann auch die anderen Drahtbäume dann auch einfach mit dem Vogelsand bearbeitet. Das Ganze habe ich dann sogar noch bei meinem Prototyp nachgeholt, also bei dem Baum, den ich zuerst mit der Serviertentechnik bearbeitet habe. Da einfach die blank liegenden Wurzeldrähte noch mit Bastelleim einstreichen, ab in den Vogelsand damit und ratzifatzi war die Sache erledigt. Und so sehen die Bäume im Rohzustand aus. 3x Plastik, 3x Draht, davon 2 mit Vogelsand, einmal mit Serviertentechnik. Dann geht es natürlich auch darum, die Rinde jetzt anzumalen. Ich habe mal dazu gedacht, als Base Color Triad Bark und als weitere Base Color Kataran Flash. Passt eigentlich ganz gut, sind schöne Holztöne. Als Leerfarbe dann noch ein bisschen Baneblade Brown und Carrick Stone. Für Pinsel empfehle ich da Base S bzw. auch Base M, dann geht es ein bisschen schneller. Die Farbe natürlich sehr, sehr gut durchschütteln, bevor wir da 3 dünne Schichten auftragen. Nee, das war natürlich ein Scherz. Das wird ja Stunden dauern. Nee. Beim Geländebau können wir natürlich endlich mal unsere großen Farbpots verwenden, unsere großen Farbtuben, große Pinsel, mal so das richtig schwere Werkzeug auf den Tisch legen. Ja gut, die ganz großen Pinsel brauchen wir da heute auch eher nicht. Der kleinste der großen genügt für heute. Mit dem wird es natürlich auch viel flotter gehen als mit einem Size 0. Welche Farben ihr für die Bäume verwendet, beziehungsweise generell für größere Geländebauprojekte, ist aus meiner Sicht auch absolut egal. Einfach irgendwelche Acrylfarben aus dem Bastel- oder Künstlerbedarf. Die großen Flaschen hier von Marabu habe ich glaube einfach bei Amazon bestellt. Die kleineren Tuben mal im Kruschladen, also Kik oder Teddy mitgenommen. Ich fange dann hier jetzt auch einfach mal mit dem Braun an. Da gibt es auch keine fancy Fantasy-Namen. Die Farbe heißt einfach Mittelbraun. Habe ich mit ein bisschen Wasser verdünnt, gut umrühren und dann geht's los. Absoluter Profi-Tipp hierbei. Benutzt eine Unterlage und zieht nicht eure Lieblingskleidungsstücke dabei an. Der Braunton, also dieses Mittelbraun, war mir dann doch zu hell. Also habe ich dann erstmal noch ein bisschen dunkelbraun dazu gemixt. Wurde mir dann aber auch nicht dunkel genug. Also dann einfach direkt schwarz mit rein. Das nimmt natürlich die Leuchtkraft der Farbe auch raus. Aber der Braunton hat mir dann schon besser gefallen.
Die Plastikbaumrohlinge sind ja selbst schon in so einem braunen Plastik gehalten. Nichtsdestotrotz bin ich hier auch einfach nochmal mit dem gleichen Braunton über die Äste und den Stamm drüber. Mir dabei auch schön hier die Finger versaut. Und dann einfach mal gucken, wo sind denn meine Handschuhe. Übrigens, die Schublade ist mal aufgeräumt, kein Playmobil mehr drin. Das ist einfach randvoll mit Modellbauzeug. Richtig cool. War Platz für das ganze Zeug. Dann habe ich einfach mal so einen Handschuh angezogen, so einen Nitrilhandschuh, damit ich mich nicht so komplett einsaue wie so ein kleines Kind. Ja, und dann einfach relativ unspektakulär einfach mit der Farbe über alle Drahtbäume drüber, über alle Plastikbäume drüber. Was so ein bisschen Farbe ausmachen kann, sieht man dann vor allem an dem Baum, den ich mit der Serviettentechnik gemacht habe. Das wirkt dann schon ganz, ganz anders, wenn einfach hier braune Farbe drauf ist und nicht mehr dieses weiße servierten Klopapier-Feeling rüberkommt. Ja, und dann lassen wir die Bäume jetzt alle erstmal zum Trocknen ein bisschen stehen. Aber vorher müssen wir noch ganz cool unseren Handschuh ausziehen und dann so richtig lässig ins Bild werfen. Schön auf die Bäume drauf. Perfekt. Nach kurzer Zeit sollte die Farbe dann auch gut getrocknet sein, sodass man die Bäume auch wieder ohne Probleme anfassen kann. Sieht doch eigentlich auch ganz okay aus. Natürlich nicht perfekt. Hier und da sind noch ein paar weiße Stellen, die durchscheinen. Da können wir dann später einfach nochmal mit Farbe drüber gehen. Das sieht man hier und da noch, aber ja, ich bin eigentlich doch ganz zufrieden, wie das so rausgekommen ist. Und da machen wir natürlich noch viel mehr mit den Bäumen. An diesem ganzen Projekt mit den Waldbases habe ich jetzt tatsächlich 2,5 Monate gesessen. Immer mal wieder zwischen reingeschoben, weiter gebastelt, was anderes gemacht. Aber es hat sich schon 2,5 Monate gezogen. Genauso wie auch dieses Video. Eigentlich wollte ich ursprünglich ein großes Video draus machen, aber da wir jetzt schon weit über 15 Minuten sind und ich erst ein Viertel oder ein Drittel des tatsächlichen gesammelten Videomaterials bearbeitet und editiert habe und mir langsam jetzt echt die Zeit davonläuft, werde ich da jetzt auch einfach einen Cut machen. Hab's ja auch eingangs gesagt, es ist eine Videoserie. Da wird es vermutlich 2 oder 3 Teile geben. Da zeige ich wirklich, wie die kompletten Waldbases von vorne bis hinten gebaut und modelliert werden. Aber es ist natürlich auch ein Hobby und ich möchte jetzt auch das restliche Videomaterial, was ich da jetzt über 2,5 Monate angesammelt habe, nicht einfach auch schnell und komisch zusammenschneiden, einfach nur um fertig zu werden. Das würde mir einfach dann auch nicht gefallen. Und deswegen machen wir hier einen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann nehmen wir dann auch die Holzbases. Da gibt es ja auch ein separates Video dazu mit einem unglaublich hässlichen Thumbnail. Aber ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr da auch mal in das Video reinschauen. Und dann geht es dann nächste Woche Freitag, vermute ich mal, mit dem nächsten Teil weiter. Da platzieren wir dann die Bäume auf den Waldbases, gestalten die Waldbases und kümmern uns da auch um die Begrünung, die Belaubung der Bäume. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mehr auf dem Kanal sehen wollt, könnt ihr zusätzlich zu dem Like auch noch ein Abo dalassen und fleißig kommentieren. Es würde mich interessieren, wie euch das Video gefallen hat. Baut ihr auch gerne eigenes Gelände für eure Schlachtfelder oder ist das eher nichts für euch? Ich selbst finde, es ist einfach auch ein schöner Aspekt des Hobbys. Kann man auch mal ein bisschen wieder so in Kindheitstage reinschnuppern, mit diversen Materialien arbeiten, mit denen man so täglich nicht mehr viel zu tun hat. Kann sich auch mal ein bisschen dreckig machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.